Herzlich willkommen zum Projekt Blätterseele, meine Einsendung zum Foundations Revealed Contest 2020. Ich würde euch gerne zeigen, wie ich den Umhang genäht habe. In den Grundzügen habe ich den Umhang genäht wie einen Tellerrock. Sprich, als Maße brauchte ich vor allem den Halsumfang, beziehungsweise den Umfang, den der Halsausschnitt später haben sollte, und die Länge, die ich mir für diesen Umhang erträume. Den Umfang des Halsausschnittes habe ich dann mit der Formel 2πr = U in den Radius umgerechnet. Ich habe mir dann ein Stück Faden genommen und um meinen Stift bzw. später die Schneiderkreide gewickelt und in der entsprechenden Länge wie meinem Radius zugeschnitten. Damit kann ich das Ganze wie einen Zirkel benutzen und mir einen schönen Halbkreis anzeichnen. Dasselbe mache ich dann nochmal für die Länge des Umhangs. Wäre es ein Tellerrock, wäre das jetzt das halbe Schnittteil und ich würde es einfach im Bruch zuschneiden. Aber diesmal will ich es auch wirklich nur halb haben, weil für das Vorderteil hätte ich gerne eine andere Länge, damit man darunter die Schnürbrust schön sehen kann. Dafür zeichne ich dann wieder den Kreis in der entsprechenden Länge, wie ich sie haben will, ein. Nun sehen zwei Halbkreise, die einfach nur aufeinandertreffen, nicht ganz so gut aus in meinen Augen. Entsprechend habe ich mir überlegt, auf welchen Höhen sich die zwei Schnittteile treffen, sodass das Ganze in einer sanften Kurve zur Seite hin auslaufen kann. An der Stelle ist dann später die Öffnung am Umhang. Das wäre dann die Stelle, wo ich das Ganze zusammennähe. Die Schnittteile brauche ich entsprechend ja nur halb, muss sie dann entsprechend oft zuschneiden oder im Bruch oder wie auch immer, das der Stoff gerade hergibt. In diesem Videoclip seht ihr, wie ich das Vorderteil dann in echt und in groß konstruiere. Ich entschuldige mich gleich mal dafür, dass in diesem Video einige Clips relativ dunkel geworden sind, entsprechend viel bearbeitet wurden, damit man sich überhaupt angucken kann. Das wird noch besser, da müsst ihr mit mir durch irgendwie und dann kommt irgendwann auch die neue Deckenlampe mit ins Video und verschafft uns auch spät abends schönes Licht. Als Papier für den Schnitt habe ich alte Schulblöcke genommen. Da hatten wir einige von angesammelt, die dann nur noch so 3-4 Blätter drauf hatten. Und die wären ansonsten nicht mehr benutzt worden für nichts und weggeworfen worden. Entsprechend habe ich jetzt hierfür benutzt, weil das immer noch besser ist. Und musste sie dann halt zusammenkleben, ist ja aber kein Problem. Ich habe die Linien, um das Schnittteil auslaufen zu lassen, mehr so nach Gefühl gezeichnet. Ich hätte da sicherlich auch mehr mit Matte dran gehen können. Aber ich habe mir da einfach vertraut, dass ich da ein gutes Auge für habe und es ist am Ende auch gut geworden. Das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Entsprechend seht ihr auf diesem Blatt einige Linien. Ich habe das dann so oft wiederholt, bis ich zufrieden war. Das Ganze habe ich dann so ausgeschnitten, Klebestreifen entfernt, Klebestreifen an anderen Stellen wieder hingesetzt. Sichergestellt, dass der Kreis vorne schön geworden ist und das Ganze beschriftet. Um das große Rückenteil zeichnen zu können, habe ich Packpapier verwendet. Das Teil ist am Ende einfach groß geworden und das Packpapier war in diesem Fall dann dafür am besten. Ihr könnt sehen, dass die Katzen wunderbare Assistenten waren bei dem Part des Projektes. Sie haben heldenhaft sichergestellt, dass kein Teil verrückt und auch nicht, auf gar keinen Fall, von Stiften beschmutzt werden kann. Das wurde dann immer abgewehrt mit großen, bösen Kriegerpfoten. Das war sehr hilfreich. Ich habe die Katzen auch ganz sicher nicht weggesetzt. Es war dabei auch ein bisschen schwierig, nicht nur wegen den Katzen, die Spannung vom Faden aufrecht zu erhalten, aber auch nicht dran zu ziehen und das Musterteil von hinten hochzuziehen. Der Kreis soll ja gleichmäßig werden. Musste ich immer darauf achten, 1000-mal nach hinten gucken und überprüfen, ob der Faden noch gleichmäßig gespannt ist. Aber es ging. Es war eigentlich gar nicht so schwierig, wie ich das gerade dargestellt habe. Ich musste natürlich auch die Zugaben mit anzeichnen. Dann habe ich aber relativ schnell festgestellt, dass das Teil jetzt schon sehr viel breiter ist als meine Stoffbreite. Und ich habe mir dann entsprechend überlegt, an welcher Stelle ich das stückeln kann. Und ich habe es dann einfach dort auseinandergeschnitten. Da müssen jetzt noch die Nahtzugaben zu. Das habe ich mir natürlich dran geschrieben, dass ich es nicht vergesse. Ja, es musste leider so sein. War ich nicht ganz glücklich mit, aber ich habe viel überlegt. Es gab in diesem Fall keinen anderen Weg, weil der Umhang halt einfach bodenlang war und der Stoff eine normale Breite hatte und auch nicht so ewig weit lang war. Ja,
So ist das manchmal. Und im Regelfall kriegt man solche Stückelungen auch gut versteckt. Ja, und dann durfte ich auch endlich in den Stoff schneiden. Es gibt ja Leute, die haben da Angst vor, gerade wenn der Stoff teurer ist. Gut, der Stoff wäre jetzt extrem billig, aber ich habe ihn gefärbt, das war Arbeit. Aber ich freue mich immer, dann tatsächlich zu schneiden. Das macht mir immer Spaß, weil dann fängt es so richtig an, so gefühlt. Und im Prinzip habe ich die Teile einfach nur draufgelegt, einmal drumherum gezeichnet mit dem Kreidestift und dann grob ausgeschnitten. Hier und da habe ich mir noch Dinge markiert. Das große Rückenteil musste zweimal ausgeschnitten werden, das Vorderteil musste zweimal zugeschnitten werden. Darf ich an der Stelle auch nochmal erwähnen, wie anstrengend es ist, auf dem Boden zuzuschneiden. Mit hat der Rücken so weh, ich war so froh, als ich dann endlich auf den Tisch wechseln konnte. So ein Zuschneidetisch habe ich mittlerweile in Erfahrung gebracht, ist schon was echt Feines. Und das kleine Rückenteil musste auch zweimal zugeschnitten werden. Der Rest, der übrig geblieben ist, so ein Stoff, das waren wirklich kleine Stückchen. Es war also wirklich alles auf den letzten Drücker. Und ich musste echt rumknobeln, um das Ganze noch im richtigen Fadenverlauf hinzukriegen. Mehr zu erzählen habe ich dann wieder zu den Bändern. Die habe ich dann mit dem Patchwork-Lineal angezeichnet. Und zwar in der Breite, in die ich sie haben wollte, mal 2. Plus Nahtzugabe. Die Länge war mir an der Stelle relativ egal. Ich habe es einfach so gemacht, dass ich wusste, dass sie maximal zu lang sind, aber auf keinen Fall zu kurz. Weil zu lang kann man immer noch jederzeit problemlos wegschneiden. Als nächstes versorge ich noch alle Teile mit der Overlock. Bin ich nicht ganz so zufrieden mit, dass ich mich dafür entschieden habe, weil es sieht halt nicht so schön aus, wenn man von innen drauf guckt. Von außen ist es nicht sonderlich sichtbar und das war ja auch so ein bisschen der Hintergrundgedanke dabei, weil der Stoff ist nicht sonderlich dick. Der zeichnet sich halt viel drunter ab. Und dann hatte ich so ein bisschen Sorge, dass die nicht auftragen, dass sie Gewicht mit an die Stellen bringen, dass er sich dann komisch verhängt, komische Falten wirft. Denn da sollte ja auch eigentlich noch relativ viel Gewicht mit den Blättern drauf. Das hat ja nicht geklappt. Wird es hoffentlich noch. Aber ganz glücklich bin ich damit nicht. Beim Versäubern mit der Overlock habe ich dann auch schon gemerkt, dass die Kreidemarkierungen so langsam aber sicher am Verblassen waren. Ich habe dann die Konsequenz daraus gezogen und die Markierungen einfach vernäht im Prinzip. Ja. Jetzt markiert den Stoff nicht mehr Kreide, sondern ein Faden, der mit einer großen Stichlänge und einer niedrigen Spannung aufgenäht wurde, sodass ich den später einfach rausziehen kann. Faden kann man zum Glück nämlich nicht verwischen. Und mir war schon klar, dass ich mit den Teilen noch sehr viel am Rumhändeln sein werde. Und da will ich nicht, dass ich nachher da stehe und meine Markierungen sind weg und dann komme ich ins Rudern. Dann konnte ich auch endlich anfangen mit dem Zusammennähen. Ich habe dann als erstes die Vorderteile an die großen Rückenteile genäht, beziehungsweise zuerst gesteckt. Nach dem Abnehmen habe ich sie dann gebügelt, sodass die Nähte offen lagen und konnte die Fadenmarkierungen entfernen. Die großen Rückenteile habe ich auf dieselbe Art und Weise zusammengenäht. Unten links in der Ecke könnt ihr sehen, dass die Markierungen nicht ganz aufeinander getroffen sind. Da habe ich einfach nochmal nachgemessen und eine Nadel reingesteckt, damit ich weiß, dass ich das nachher noch korrigiere. Ich weiß nicht, warum sie unterschiedlich geworden sind. Es war kein großer Unterschied, es war keine große Sache. Als nächstes habe ich dann die kleinen Rückenteile an die großen Rückenteile genäht. Ich weiß nicht, warum ich das nicht eine Runde davor gemacht habe, weil jetzt war es mehr Stoff zu handeln. Ist eigentlich auch egal. Selber Prozess. Keine Probleme. Dann kommen wir auch schon zu den Bändern. Die habe ich einmal in der Mitte gefaltet, gesteckt, genäht, außenrum einmal und dann eine der kurzen Seiten offen gelassen, damit ich es wenden kann. Fürs Wenden habe ich die Nahtzugaben zurückgeschnitten, dann mir das Stäbchen geschnappt und das Ganze gewendet. Die Ecken habe ich dann mit einer kleinen Nadel ausgearbeitet. Da muss man immer vorsichtig bei sein, aber wenn man vorsichtig ist, klappt das meistens ganz gut. Ja, und dann fehlt nur noch bügeln und nochmal bügeln. So sieht der Umhang jetzt aus. Die Bändchen sind noch nicht dran genäht. Das ist jetzt alles erstmal so nur festgesteckt. Ich finde, der ist schon ganz schön geworden. Man sieht leider die Stückelung unten noch recht stark. Das wird später aber noch besser. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Nächste Woche können wir uns dann endlich an das Besticken des Umhangs wagen. Wir haben viele schöne Farben, die wir uns angucken können und auch sehen können, wie der Umhang dann fertig genäht wird. Umhänge schaffen es einfach immer allem so ein bisschen
was magisch-mystisches zu ergeben. Vielleicht ist das nur meine Assoziation. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hoffe ich, dass sie irgendwann mal wieder in Mode kommen, damit wir alle ein bisschen mehr magisch und mystisch sind. Wie seht ihr das? Könnt ihr das nachvollziehen? Vielleicht spinne ich auch noch ein bisschen. Auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen.